Also, meine Damen und Herren, liebe Abiturienten, Freunde, Römer, Abiturienten, leitet mir euer Ohr. Ich stelle gerade fest, dass wir keine Römer unter uns haben. Kann man nichts machen. Was hat er gesagt? Ja, also Mariano. Der ein Abiturient, der kommt drauf. Okay, Freunde, Mariano, Abiturienten, leitet mir euer Ohr. Also, ich soll hier und heute in diesem inoffiziellen Teil dieser Abi-Feier eine Rede halten, hat man mir gesagt. Und ich habe vollkommen freiwillig zugesagt. Niemand hat mich mit einem Brandeisen, einer Gummiente und einem Glas Aprikosenmarmelade bedroht. Niemand. Aber was kann ich denn noch sagen, was an diesem Abend noch nicht gesagt wurde? Einiges, aber das meiste davon wäre alles andere als familienfreundlich. Daher wird das hier wohl nur eine eher kurze Rede. Doch was soll's? Irgendwie werde ich schon einen Weg finden, dieses Werk gewaltsam in ihr Gedächtnis einzuhämmern. Wie wär's denn für den Anfang mit einer netten kleinen Feststellung? Es war schon eine geile Zeit, nicht? Natürlich gab es manche Hürden und Hindernisse, manche Hausaufgaben, an der man stundenlang saß und nicht weiterkam, bis man schließlich den Geistesblitz hatte, drauf zu pfeifen und das Zeug am nächsten Tag von Thomas abzuschreiben. Manche Klassenarbeit, bei der man sich fragte, woher soll ich wissen, was die Ableitung von 67x hoch 3 plus 2x Quadrat minus 2077x geteilt durch 5x hoch 3 plus 1337 ist? Was hat 67x hoch 3 plus 2x Quadrat minus 2077x geteilt durch 5x hoch 3 plus 1337 je für mich getan? Es gab manchen Lehrer, auf dessen Unterricht man vielleicht gerne verzichtet hätte, und manchen Schüler, dem man gerne mehrmals mit einem harten Gegenstand auf den Hinterkopf geschlagen hätte. Immer und immer wieder. Und wieder. Doch unter den Lehrern gab es sogar welche, die ganz okay waren. Unter den Mitschülern, denen man nicht regelmäßig Schmerzen zufügen wollte, gab es welche, die man mit nur geringer Scham als Freunde bezeichnet hat. Und vielleicht gab es selbst im Physikunterricht interessantes Wissen, das später mal ganz nützlich sein kann. Er hat uns bedeckt. Aber letztlich ist das eh egal. Schließlich liegt diese Zeit jetzt hinter uns. Und einer will uns gerne erzählen, dass es die beste Zeit unseres Lebens war und wir jetzt in die echte Welt entlassen werden. Verdammt, habe ich mein bisheriges Leben in der Matrix verbracht. Und wenn die beste Zeit unseres Lebens jetzt vorbei ist, dann möchte ich diejenigen, die ihren Abschluss schon seit einiger Zeit hinter sich haben, oder anders gesagt, die alten Menschen im Saal, gerne fragen, was für ein erbärmliches, bemitleidenswertes, grausames, tristes, seelenzermürbendes Dasein müssen sie fristen. Und welche Medikamente nehmen sie, um das durchzuhalten? Ernsthaft, wenn das hier der Höhepunkt meiner Existenz sein soll? Fuck. Verzeihung, aber ich glaube das einfach nicht. Ich bin der Meinung, die beste Zeit unseres Lebens liegt noch vor uns. Uns stehen einige Möglichkeiten offen. Manch einer könnte Fußballer werden. Oder ein Tiefseetaucher. Oder Lottomillionär. Oder ein Fußballspielender Lottomillionär unter Wasser. Mit Vollmond. Natürlich können wir auch als mittellose Penner enden. Oder morgen von einem Auto überfahren werden und sterben. Dann wäre die Annahme, die Schulzeit wäre die beste Zeit unseres Lebens gewesen und korrekt. Genau. Wenn man einem Abiturienten sagt, jetzt sei die beste Zeit vorbei, wünscht man ihm indirekt künftigen Misserfolg oder einen frühen Tod. Klingt sinnig. Und wenn das jetzt die beste Zeit unseres Lebens war, wieso feiern wir dann? Sollten wir nicht zutiefst betrübt sein, von Trauer zerfressen? Sollten wir Melancholie und Furcht nicht die Pforten unseres Herzens öffnen?
und uns bereit machen, vom hässlichen Monster der Angst komplett konsumiert zu werden? Oder hätten wir nicht wenigstens bei unseren Prüfungen absichtlich schlecht abschneiden sollen, um der grausamen, echten Welt wenigstens eine Zeit lang zu entkommen? Und doch sind wir nun hier, was beweist, dass wir keines dieser Dinge getan haben. Und wieso? Weil es bescheuert gewesen wäre. Wir haben etwas geleistet und nun haben wir die Belohnung dafür erhalten. Und es war eine Leistung. Niemand kann das abstreiten. Und jeder, der meint, die Zeit, die wir damit verbracht haben, darauf hinzuarbeiten, war das Beste, was uns je passieren wird, der hat wohl vergessen, wie anstrengend die beste Zeit unseres Lebens doch sein kann. Wie sagte Hannes Wader schon so schön, schön ist die Jugend, so sorglos und frei. Gott sei Dank ist sie endlich vorbei. Doch unabhängig davon, ob man diese Zeit am Ende als die beste Zeit, die schlechteste Zeit oder als minimal besser ansieht als die Zeit, in der man wochenlang bekifft und halbnackt durch eine unbekannte Stadt gelaufen ist und jeden Fremden mit Hans Hufe angesprochen hat, auch die Frauen, so ist es doch eine Zeit, die man wohl nicht so schnell vergisst, egal wie sehr man sich anstrengt. Wir waren und sind alle sehr verschieden, demnach werden wir auch alle verschiedene Wege gehen. Manche werden gehen, manche bleiben, manche zurückkommen. Manche werden studieren, andere eine Lehre anfangen. Vielleicht macht sich mancher selbstständig, während andere wohl eher den Weg des Angestellten wählen. Und hey, es ist auch nicht schlimm, sich dem Familienleben hinzugeben und den Partner das Geld anschleppen zu lassen. Vielleicht werden auch manche eine kriminelle Karriere einschlagen. Ich meine, ich will es nicht hoffen, doch ich kann es auch nicht wissen, oder? Denn genau das ist es. Die Zukunft ist ungewiss. War sie schon immer, aber für uns wohl noch nie so sehr wie hier und heute. Wir mögen Pläne haben, aber ob diese gelingen, das wissen wir nicht. Wir stehen jetzt vor dem großen Unbekannten und wissen praktisch nichts. Werden wir Erfolg haben? Werden unsere Wünsche, werden auch nur teilweise erfüllt werden? Werden sich unsere Wünsche ändern? Werden wir neue Freunde finden und mit den Alten in Kontakt bleiben? Ich weiß es nicht. Niemand weiß das. Nicht ich, nicht unsere Eltern, nicht unsere Lehrer. Wir müssen das selbst herausfinden. Und werden vermutlich so manche unangenehme Erfahrungen machen und zeitweise wirklich den Irrtum erleben, dies sei tatsächlich die beste Zeit unseres Lebens gewesen. Doch das muss nicht der Fall sein. Ein Leben ist so gut, wie man es macht. Und dass wir die Fähigkeiten haben, aus unserem Leben ein Gutes zu machen, das haben wir bewiesen. Jemand, der das deutsche Schulsystem durchhält, der muss einfach was drauf haben. Und auch, wenn unsere Zukunft im Dunkeln liegt und wir nun eine definitiv geile Zeit hinter uns lassen, so möchte ich an etwas erinnern, was der amerikanische Kinderbuchautor Dr. Seuss einst gesagt haben soll. Don't cry because it's over. Smile because it happened. Dankeschön.